Es sind gerade neue Starterboxen für Mantic Games Firefight herausgekommen. Darum soll es heute gehen, aber anscheinend gibt es hier auch ein kleines Problem. Dazu gleich mehr. Und damit Servus zusammen zu diesem neuen Video. Heute soll es mal wieder um Firefight Second Edition von Mantic Games gehen, dem Science Fiction Tabletop, denn da sind ja kürzlich neue Produkte erschienen, unter anderem eben auch zwei neue Starterboxen und ein neues Regelbuch. Ein ganz kurzer Abriss. Voriges Jahr hat uns ja Mantic Games die zweite Edition von Firefight gebracht mit einem Regelbuch und einem Starter-Set und natürlich auch den ganzen Produkt, die es dann schon auch gegeben hat damals. Das wurde kontinuierlich erweitert und nun haben wir hier ein neues Regelbuch bekommen und damit verbunden auch neue Starterboxen. Darüber möchte ich euch zum einen jetzt mal informieren, weil das vielleicht für jemanden, der in Firefight einsteigen möchte, vielleicht ganz interessant ist. Und dann soll es noch um ein zweites Thema im späteren Verlauf des Videos gehen, wo vielleicht ein bisschen ein Problem auftreten könnte und wo ihr bitte ein bisschen vorsichtig sein solltet. Aber wollen wir mal mit dem eigentlichen beginnen, den neuen Produkten. Hier ist zum einen ein neues Regelbuch erschienen, das ich euch hier einblende. Das enthält quasi alles, was wir im ersten Regelbuch bekommen haben, das wir hier finden in einer Doppelausgabe, denn die ursprüngliche Edition ist veröffentlicht worden, hier einmal mit dem Regelbuch im Softcover und dann dem Forces-Buch, das sämtliche Armeelisten enthält. Das ist quasi die alte Variante und die hier eingeblendete eben das neue Regelbuch, das hier 2023 nun in einer abgedateten Variante quasi erschienen ist. Und damit verbunden gab es natürlich auch eine Überarbeitung des Zwei-Spieler-Starter-Sets. Es gibt zum einen das quasi alte Starter-Set, das ihr hier seht. Das wurde jetzt nochmal neu aufgelegt. Ihr habt hier eben die gleichen Figuren drinnen wie auch zuvor im letzten Jahr das der Fall gewesen ist, nur halt eben mit dem Unterschied, dass das neue Command Protocols Regelbuch mit den neuen abgedateten Regeln dort enthalten ist, aber ansonsten von den Markern her und auch den Figuren für die Enforcers und die Marauders bleibt alles beim Alten. Ist vielleicht ganz nett, wenn man die Box bereits hat und das abgedatete Regelbuch haben möchte und zum anderen aber auch nochmal mehr Figuren für seine jeweilige Armee. Und soweit ich es jetzt verstanden habe, unterscheiden kann man diese beiden Boxen, weil die sehen ja eigentlich gleich aus durch den Text. Darunter beim alten Set steht noch Warzone of the Future drauf und das neue Zwei-Spieler-Starter-Set sollte eben bereits einen anderen Text haben. Battle of Cabot Free sollte dort eigentlich dann stehen. Somit solltet ihr wissen, welche der beiden Boxen ihr in Händen habt. Das war aber noch nicht alles, denn es ist dazu auch noch eine zweite Zwei-Spieler-Starterbox erschienen mit zwei komplett neuen Armeen, beziehungsweise Armeen, die bisher noch nicht in einer Zwei-Spieler-Starterbox verfügbar waren. Und zwar einmal die Würmin und die Forge Fathers. Das ist die Box, die ihr hier seht, beziehungsweise der Inhalt auch hier wieder gleich aufgebaut. Ihr bekommt zwei kleine Armeen für den Einstieg plus das neue Command Protocols Regelbuch mit den Tokens. Habt hier also eine andere Möglichkeit, mit anderen Armeen eben ins Firefight-Spielsystem einzusteigen, falls euch die ursprünglichen beiden Armeen des ersten Starter-Sets vielleicht gar nicht so sehr gefallen haben. Finde ich eine sehr gute Variante, dass man das Ganze macht, weil hier einfach mehr Spieler höchstwahrscheinlich dann auch angesprochen werden. Das war aber noch nicht alles, denn Mantic hat ja auch im Zuge der neuen Regeln ein bisschen die Regeln ausgebaut, mehr auch mit Fahrzeugen. Auch die Armeelisten wurden zum Teil überarbeitet, die ihr im Command Protocols Buch findet. Und damit sind auch neue Einheitenprofile mit weiteren Fahrzeugen für eigentlich jede Fraktion dazugekommen. Und diese werden jetzt auch im Zuge
bzw. im Laufe der Zeit auch veröffentlicht. Da sind auch schon die ein oder anderen Sets mit mehr Fahrzeugen bzw. Fahrzeug-Upgrade-Kits dann auch erschienen, sodass man hier mittlerweile auch wieder mehr Auswahl für das Spielsystem bekommt, um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Falls euch Firefight natürlich in Zukunft auch interessiert, könnt ihr gerne mal unten schauen in der Videobeschreibung. Da ist ein Link für einen Newsletter. Dort werde ich euch dann in Zukunft auch informieren, wenn neue Sachen kommen. Oder andere Möglichkeit, ihr könnt hier einfach den YouTube-Kanal abonnieren. Das bringt mich jetzt aber zum ursprünglichen zweiten Punkt, den ich noch angesprochen hatte, und zwar, dass es hier ein kleines Problem anscheinend gibt. Ich weiß noch nicht genau, wie umfangreich dieses Problem ist, denn ich habe selbst noch keine der beiden neuen Starterboxen in Händen gehalten. Jedoch scheint es ein Problem mit dem Regelbuch zu geben. Bitte, falls da jemand eines der neuen Sets bereits hat von diesen 2 Starterboxen, schreibt uns da gerne rein, ob ihr dieses Problem auch hattet oder eben nicht. Aber worum geht's? Wie schon gesagt, das hier sind die beiden ursprünglichen Regelbücher, beziehungsweise eben einmal das Regelbuch und einmal das Forces-Buch, das euch aus dem Starter-Set, aus dem 2-Spieler-Starter-Set heraus bereits mit allem an Regeln versorgt hat, was ihr benötigen würdet, um Firefight zu spielen. Wirklich alles mit dabei. Das wurde jetzt natürlich abgedatet im neuen Regelbuch mit eben, wie vorhin schon gesagt, den neuen Einheitenprofilen, aber auch Mason Labs, die hier als neue Armeeliste dazugekommen sind. Aber eben wie gesagt, das hier, diese Doppelvariante mit 2 Ausgaben, mit 2 Heften, Büchern, ist eben die alte Variante. Und eben in diesem neuen Starter-Set, sowohl dem überarbeiteten Starter-Set des ursprünglichen, als auch dem neuen Starter-Set mit den Würmin und den Forgefadern, sollte eigentlich dieses Command-Protokolls-Regelbuch nun enthalten sein, mit allen abgedateten Regeln eben, um die neueste Version spielen zu können, mit den abgedateten Einheitenprofilen und auch den neuen Einheitenprofilen bzw. mit Mason Labs dabei. Jetzt scheint es aber so zu sein, dass schon Sachen bekannt geworden sind bzw. Fälle aufgetreten sind, wo jemand dieses neue Starter-Set sich gekauft hat anscheinend und dann aber nicht das neue Command-Protokolls-Buch, sondern diese beiden Bücher dort enthalten hat. Was natürlich nicht sehr schön ist, daher wollte ich das Ganze hier ansprechen, denn vielleicht ist euch das eben auch passiert, dann solltet ihr euch vielleicht mal bei Mantic Games melden, vielleicht wird das Ganze dann ausgetauscht, denn man möchte natürlich, wenn man sich schon das neue Starter-Set holt, eines der beiden, auch die neuen Regeln natürlich haben, um mit dem abgedateten aktuellen Regelformat auch spielen zu können. Bitte auch nochmal die Information von euch, wenn euch das passiert ist und ihr die gleiche Situation hattet, meldet euch bei Mantic vielleicht, beziehungsweise schreibt es auch hier in die Kommentare, damit wir auch ein bisschen sehen, ob das wirklich häufiger aufgetreten ist, um die Leute zu informieren oder eben das wirklich nur ein einmaliger Fall möglicherweise gewesen ist. Auf alle Fälle, wenn ihr bis hierhin geschaut habt und vielleicht noch gar nicht so sehr informiert darüber seid, was Firefight überhaupt ist, ich habe da mal ein Video dazu gemacht, das werde ich euch hier jetzt verlinken, das könnt ihr euch gerne in weiterer Folge jetzt ansehen.